Auf einem riesigen Grundstück am Rande des Krüger Wildreservats beginnt für Bauer Elias Moköna ein sonniger Tag. Er fuhr einen grünen Traktor und grub lange Furchen, um Zäune zu bauen, die die Ernte vor wilden Tieren schützen sollten. Die Luft am frühen Morgen war frisch, das Motorengeräusch hallte über die trockenen Felder, vermischt mit dem Ruf der Spatzen. Plötzlich hörte Elias ein seltsames Geräusch, wie ein schweres Stöhnen, das unter dem frisch ausgehobenen Graben hervorkam. Er stellte den Motor ab, stieg aus und lauschte aufmerksam jedem Echo, das sein Herz schneller schlagen ließ. Das Stöhnen wurde immer lauter, vermischt mit schwachem Keuchen, das Elias einen Schauer über den Rücken jagte. Er näherte sich mit zitternden Händen und untersuchte mit den Augen jede Ecke des tiefen Grabens. Plötzlich blitzten zwei goldene Augen aus der Dunkelheit auf, was ihn instinktiv zurückweichen ließ. Elias war fassungslos, als er einen jungen männlichen Löwen in der Falle fand, dessen Kopf und Schultern über den Boden ragten. Sein Fell war verfilzt, seine Mähne staubig, sein schweres Atmen hallte wie ein verzweifelter Hilferuf wider. Angst stieg in seine Brust, Elias wich schnell zurück und wagte keinen weiteren Schritt mehr. Er sprang ins Auto, schlug die Tür zu, seine Hände zitterten, als er das Lenkrad umklammerte, und der Schweiß strömte wie Regen herunter. Elias suchte hastig nach seinem Telefon und wählte in zitternder Anspannung die Notrufnummer der Ranger. Seine Stimme verstummte, als er verkündete, dass ein männlicher Löwe mitten auf dem Feld seiner Familie gefangen sei. Während er wartete, blickte er durch das Glasfenster und seine Augen waren auf das Bild dieses furchterregenden Tieres gerichtet. Seltsamerweise brüllte es nicht, sondern keuchte nur, die Augen waren geschlossen und es stöhnte vor Schmerz. Elias empfand sowohl Entsetzen als auch Mitgefühl angesichts der unerwarteten Schwäche des Königs des Dschungels. Die Zeit verging wie im Flug, jede langsame Minute kam ihm wie eine endlose Stunde vor, was ihn immer mehr verwirrte. Fast 30 Minuten später tauchte aus der Ferne der Pickup eines Rangers auf, der mit hoher Geschwindigkeit über die rote, staubige Straße raste. Zwei Ranger, Samuel Kumalo und David Ndlovu, stiegen aus, winkten Elias beruhigend zu und näherten sich ihm schnell. Samuel und David bückten sich, um den Löwen, der in dem tiefen, engen Graben feststeckte, genauer zu betrachten. Samuel flüsterte, es ist einfach erschöpft, es muss sich von der Herde aus dem Krüger Wildreservat entfernt haben. Seine Mähne war mit Dreck bedeckt und sein Bauch eingefallen, ein klares Zeichen für viele Tage hungrigen Umherwanderns. Der Löwe stöhnte leise, seine Augenlider flatterten leicht, sein Körper schien nicht die Kraft zu haben, sich weiter zu wehren. Elias erzählte die ganze Geschichte, wie er es heute Morgen beim Ausheben eines Grabens entdeckte. Die beiden Ranger nickten, tauschten einen kurzen Blick aus und waren sich einig, dass die Rettung sofort durchgeführt werden müsse. David öffnete seine Tasche und holte die Narkosepistole mit der bereits vorbereiteten großen silbernen Spritze heraus. Samuel überprüfte vorsichtig seine Umgebung und vergewisserte sich, dass nicht noch mehr wilde Tiere unerwartet aufgetaucht waren. Elias schluckte und trat zurück, sein Herz hämmerte noch immer in seiner Brust. Die Atmosphäre war schwer, nur das Rascheln des Windes war über die weiten Felder zu hören. Ein lautes Plopp ertönte, als die Narkosenadel die Schulter des Löwen traf und seinen gesamten Körper zucken ließ. Es versuchte, sich zu strecken und fletschte dabei die Zähne, doch sein Körper wurde schnell schwächer und verfiel allmählich in einen sicheren Zustand der Bewegungslosigkeit. Elias hielt den Atem an, seine Hände umklammerten das Lenkrad und er wagte es nicht, den Blick von der angespannten Szene vor ihm abzuwenden. Samuel hob die Hand, um ihm zu signalisieren, dass er noch ein paar Minuten warten sollte, bis die Medizin ihre volle Wirkung entfaltet hatte, während er den Blick noch immer auf das Tier gerichtet hielt. Als sie sicher waren, dass es sich nicht bewegte, traten David und Samuel in den tiefen, sandigen Graben. Sie legten ein großes Seil um den Bauch des Löwen und zogen jede Schlaufe fester, um seinen Körper zu stabilisieren. Samuel rief Elias herbei und bat ihn, ihm zu helfen, damit er genug Kraft hätte, das schwere Tier hochzuheben. 3 Leute schlossen sich zusammen und zogen kräftig, während der Körper des Löwen nach und nach angehoben wurde und dabei Erdbrocken herunterfielen. Ihr Atem ging schnell, der Schweiß strömte ihnen in Strömen, doch ihre Entschlossenheit, das Tier zu retten, ließ nicht nach.
Schließlich wurde sein schwerer Körper hervorgeholt, der regungslos auf dem trockenen Boden lag. David kniete nieder, lauschte dem Herzschlag und beobachtete das schwache, aber stetige Heben und Senken seiner Atmung. Es wurden keine offenen Wunden gefunden, nur Erschöpfung durch tagelangen Hunger und Dehydrierung. »Wir müssen ihn sofort zum Tierarzt bringen«, schloss Samuel. Sie deckten es leicht mit einer großen Plane ab und hoben es dann gemeinsam auf die Ladefläche des Pickups. Elias blieb stehen, die Angst schwand und wurde durch ein seltsames Gefühl des Mitgefühls ersetzt. Das Auto kam an der Rangerstation des Kruger Nationalparks an, der Tierarzt wartete mit voller medizinischer Ausrüstung. Der Löwe wurde sanft auf den sauberen Betonboden gesetzt und atmete schwach, aber rhythmisch. Es wurde sofort eine Auffrischungsimpfung verabreicht, die seinen Körper stabilisierte. Sie legten Infusionsschläuche an, um nach vielen Tagen der Erschöpfung Wasser und Nährstoffe wieder aufzufüllen. Elias stand draußen, seine Augen waren auf das Bild des Tieres gerichtet, das sowohl gefährlich als auch erbärmlich war. Samuel klopfte ihm auf die Schulter: »Du hast es rechtzeitig gerettet, sonst wäre es zu spät gewesen.« Der Löwe wurde dann in einen großen Eisenkäfig gebracht, der innen mit weichem, trockenem Stroh ausgekleidet war. In dieser Nacht lag es regungslos da, drehte sich aber gelegentlich um, und sein Atem hallte leise durch die Gitterstäbe. Am nächsten Morgen öffnete es die Augen, sein Blick war heller und lebendiger. Ein Stück frisches Fleisch wurde in den Käfig gelegt, es beschnupperte es langsam und begann dann, es gierig zu fressen. Das Leben kehrte zurück und jeder Muskel erholte sich rasch von seiner Kraft. Samuel und David sahen sich an und lächelten. In den Augen der beiden ergebenen Männer war die Freude deutlich zu erkennen. Nach einem Tag der Überwachung bestätigte der Arzt, dass der Löwe vollkommen gesund und stark genug sei, um in die Wildnis zurückzukehren. Die Entscheidung war gefallen, es sollte zurück ins Kruger Wildreservat gebracht werden, um seine Herde zu finden. Ein Pickup wurde vorbereitet und ein stabiler Eisenkäfig direkt auf die breite Ladefläche gestellt. Auch Elias wurde eingeladen, um das Ende dieser seltsamen Geschichte mitzuerleben. Das Auto rollte über die rote Schotterstraße und fuhr direkt auf das weite Grasland im Reservat zu. Die Straße durch die Savanne erstreckte sich endlos, das goldene Gras wiegte sich im starken Wind. Sie hielten in einem verlassenen Gebiet an, in dem häufig Löwen auftauchten und nach Nahrung suchten. 3 Personen stiegen aus dem Auto und bereiteten sich darauf vor, den Käfig zu öffnen. Ihre Augen verfolgten jede Bewegung im Inneren. Der Löwe stand auf, seine Haltung war stark, seine Augen aufmerksam, aber nicht mehr müde. Samuel zog langsam den Riegel, die eisernen Scharniere klirrten leise über das offene Feld. Der Löwe trat hervor, hielt einige Sekunden inne und blickte mit seinen scharfen Augen direkt auf die 3 Menschen vor ihm. Elias hielt den Atem an, sein Herz hämmerte, und er spürte den seltenen Moment, dem König des Dschungels in Frieden gegenüberzutreten. Es knurrte nicht, blieb einfach still, als hinterließ es einen Blick der Dankbarkeit, der schwer in Worte zu fassen war. Dann drehte es sich mit großen Schritten um, seine Mähne wehte im Wind und verschmolz mit dem endlosen Grasmeer. Die majestätische Gestalt verschwand allmählich und hinterließ nur das Geräusch des Windes und die immense Stille. Samuel und David winkten, und ihre Lächeln strahlten vor Zufriedenheit als Wächter der Natur. Elias lächelte leicht und spürte, wie ihm das Herz leichter wurde, als hätte er gerade einen langen Albtraum hinter sich gelassen. Diese seltsame Geschichte wird für immer eine unvergessliche Erinnerung im Leben der afrikanischen Bauern bleiben.